Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge. Themen, die wir für euch frisch gepresst haben, sind natürlich Miles & More Bonus. Wir haben auch ein Thema mit Hilton Meilenpunkte kaufen während der Zimmerbuchung und natürlich dann auch weiter ein neuer Swiss Signature Cocktail, so ist das Wort. Das wäre Alpine Essence. Dauert aber noch, bis der kommt. Dann haben wir noch mal ein Thema A380er, der hat Probleme. Da gab es so ein paar Lötstellen. Und es gibt jetzt eine Diskussion über Videobeweise im Cockpit und natürlich auch noch mal zu dem Thema Überprüfung der 787er Triebwerksschalter. Also da gibt es Neuigkeiten und Informationen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch auf School zu kommen. Habe ich, glaube ich, gestern vergessen in der Sendung. Also heute auf School kommen und dann geht das direkt los. Die Air India hat die Treibstoffschalter überprüfen lassen von Flug AI171. Grund ist natürlich der Absturz mit den 260 Toten. Die Treibstoffzufuhr würde über die Fuel Control Switches abgeschaltet und unklar ist, ob es absichtlich, versehentlich oder halt ein technischer Defekt war. Die DGCA, das ist die Behörde in Indien, ordnet technische Überprüfung der Schalter an. Die Modelle sind nämlich die 737 und die 787 und Südkorea plant ähnliche Anweisungen. Boeing und FAA sehen natürlich aktuell keinen Handlungsbedarf. Ja, natürlich sehen sie keinen Handlungsbedarf, weil es im Moment auch keinen Handlungsbedarf gibt. Ich habe das vielleicht gestern nicht ganz klar gesagt. Jemand hat das jetzt gestern, glaube ich, unter einem Kommentar geschrieben. Ja, Handlungsbedarf heißt ja nicht, dass es immer angeordnet sein muss. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo Sie sagen, naja, vielleicht machen wir das, damit es sicherer ist. Und FAA empfahl ja 2018 die freiwillige Prüfung der Schaltersicherung. Da gab es Probleme. Air India hat das nicht gemacht, holt das jetzt aber nach. Und Air India hat die Prüfung abgeschlossen und hat auch keine Probleme festgestellt. Die Lufthansa 787 Flotte, schwieriges Wort, ist auch ohne Mängel durchgegangen. Anna und Qantas haben das schon 2018 erledigt, da ist auch nichts aufgefallen. Heißt also, die Ermittlungen zum Unfall laufen weiter. Ziel ist natürlich, ob ein Bedienfehler vorlag, absichtlich, unabsichtlich oder halt, ob es ein technisches Versagen war. Und die Fluggesellschaften haben halt alles getan, um diese Checks jetzt zu machen. Tata, der Eigentümer von Air India, sieht jetzt auch die Möglichkeit, beim zweiten Thema, wo wir uns darauf einlassen, ist der Videobeweis. Und zwar, die ist halt, ja, ich sage jetzt mal, doch interessant, wer von beiden hat denn was gesagt. Und bei dem Unfall war es halt so, dass diese Treibstoffschalter ja umgeswitcht worden sind. Und wenn man gesehen hätte, wer es war, das ist das Erste. Und das andere ist halt natürlich, dass der Voice Recorder zwar dann aufgenommen hat, was gesagt worden ist. Ich erinnere daran, warum hast du die Triebwerke abgestellt? Die Antwort habe ich nicht. Hätte man halt ganz klar sehen können, ob das sich da irgendwie gerüttelt hat. Man weiß es nicht, aber ein Video ist halt aussagekräftiger. Und damit ist es halt wirklich so, dass damit halt auch klar wäre, ob das halt Sekundenschlaf ist oder irgendwas anderes war. Und die Voice-Recorder-Daten sind halt sehr, sehr schwer interpretierbar und können natürlich auch täuschen. Ermittlungen laufen ja noch und man ist ja mit dem Bericht deshalb auch ganz entsprechend, ich sage jetzt mal, vage. Und die NTSB fordert ja seit Jahren Cockpit-Kameras, um halt bei Unfällen mehr Klarheit zu haben. Ist ja ein klarer Grund, macht ja auch Sinn. Aber die Piloten fürchten halt Missbrauchsrisiko und vor allem auch Datenschutzthemen. Die Vereinigung Cockpit sagt dazu, dass man dort die allgemeine Videoüberwachung ablehnt. Sorge ist halt der Missbrauch und vor allem auch die Veröffentlichung sensibler Aufnahmen. Also das muss man ja auch immer wieder sagen, wie oft haben wir es, dass wenn es von irgendwo Aufnahmen gibt, dass diese halt geleakt werden. Und natürlich auch Missbrauchsbeispiele sind CVR-Tonaufnahmen im Netz. Naja gut, das kann man jetzt ein bisschen abstreiten, weil da gibt es ja genug Möglichkeiten, das trotzdem zu machen. Ja, und natürlich sagen die, dass es dort ein Potenzial gibt von, nennen wir es einfach mal, falscher Interpretation. Und Video ist halt keine objektive Wahrheit. Heißt also, technische Bereiche ohne die Piloten zum Beispiel aufzuzeichnen, wäre eine Möglichkeit. Heißt also auch zum Beispiel Eisbildungskontrolle, Feuerwarnung bestätigen, Sichtkontrolle, Fahrwerk, Schäden, Überwachung der Kabine bei Zwischenfälle. Wobei solche Systeme gibt es jetzt zum Beispiel schon in Flugzeugen, nur damit wir es
klar sehen. Also die 380er haben ja viele Kameras, gerade bei Emirates. Also da sollte man sich nicht wundern. Und deshalb wird halt wirklich auch diese pauschale Überwachung abgelehnt von der Vereinigung Cockpit. Und man sagt halt auch, dass man kontextabhängige, nicht personenbezogene Videoaufwendungen sinnvoll hält und diskutierbar. Und jetzt seid ihr dran und könnt sagen, was ihr davon haltet. Ich persönlich, ich verstehe nicht wirklich, warum diese Tesla-Videos, die es ja gibt, warum das nicht von anderen Autos auch so gemacht werden kann, weil es eigentlich doch geil, oder? Weil man überlegt, wenn etwas passiert ist, dann kann man halt gucken, was passiert ist und man sieht halt, wer halt schuld ist. Wenn es etwas ist, das einen selber dann, sage ich jetzt mal, in einem schlechten Licht dastehen lässt, dann kann man es ja entweder nicht rausgeben, was ja möglich ist in den USA zum Beispiel, oder man löscht es einfach. Also da gibt es natürlich viele Probleme, aber ja, ich verstehe schon irgendwo, dass das ein schwieriges Feld ist, weil man dann natürlich zu vielen Themen, wenn da zum Beispiel irgendjemand irgendetwas macht, was nicht ganz nach Procedure ist, dass das halt auch irgendwelche Probleme nach sich ziehen kann. Hier solltet ihr kommentieren, was ihr zu dem Thema haltet. Bei dem Airbus A380 gibt es auch ein Problem, und zwar mit brüchigen Lötstellen. Am 14. Juni ist der Lufthansa-Flug LH453 beim Start von Los Angeles hat da massiv Schub verloren auf einem der Triebwerke. Heißt also Triebwerk Nummer 3, links die beiden 1 und 2, dann ist es 3 auf der rechten Seite, das Innere. Regelt 30% der Leistung. Nach Neustart des Triebwerks konnte der Flug dann fortgesetzt werden. Und das AFDX-Datennetzwerk des A380 hatte eine fehlerhafte Lötstelle. Daher kam es zu diesem Fehler. Und das Triebwerkssteuerung, das EEC, hatte damit halt falsche Steuerinfos. Und interessant ist, dass dieser Fehler seit 2011 bekannt ist. Es gab 11 dokumentierte Fälle mit Schubkontrollverlusten durch genau diese Ursache. Und Airbus hat jetzt die Steuersoftware natürlich dann als Maßnahme schon vorher überarbeitet. Und bei unplausiblen Daten wird automatisch auf einen alternativen Übertragungspfad gewechselt. Ja, das Fazit ist halt, dass man da jetzt mit dem Update reagiert hat bei der Software und man vermeidet damit halt künftige Schubprobleme einfach nur durch Datenübertragung. So ist es, dass im Flugzeug alles elektronisch ist. Nachdem wir schwere Kost hatten, Technik hatten, geht es jetzt wieder um meinen Punktestatus, aber auch Spaß beim Fliegen, und das sind Cocktails. Und Cocktails ist es hier so, dass es gibt jetzt Alpine Essence. Das ist ein Cocktail von der Swiss. Und zwar ist das der erste Signature Cocktail. Der ist seit dem 4. Juni auf der Bordmenükarte aller Landstrecken Business First Class vermerkt. Und es heißt Starting in July. Und dann gucken wir auf die Uhr. Wir haben 16. Juli, Mitte des Monats. Ja, Problem ist allerdings, dass er in den ersten Juliwochen oft nicht verfügbar war. Passagiere bekamen dann quasi nur so, haben wir nicht, sorry, gibt's nicht. Und es ist auch keine Verzögerung im eigentlichen Sinne von der Swiss, sondern die sagen einfach, man hat halt bewusst gesagt, nur im Juli, und noch ist der Juli ja nicht zu Ende, muss man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen. Aber die Einführung erfolgt im Verlauf des Monats. Und dadurch, dass die Menükarten mit dem Drink ja im Juni gedruckt werden und Start der neuen Test auf Switzerland-Reihe, ist es natürlich zu dieser Verzögerung gekommen. Und man muss natürlich auch sagen, viele Fluggesellschaften haben diese Signature Cocktails. Ihr könnt ja sagen, wie ihr die findet. Lufthansa hat ja den Avionic, die Condor hat den Condorpolitan, Singapore Airlines hat den Singapore Sling, Virgin Atlantic hat den Virgin Red Hat, Finnair hat den Northern Blush, ist aus der Dose, ist auch relativ lecker, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Das hat Scandinavian Forest Spring, JetBlue hat Mint Condition. Swiss will halt jetzt damit nachziehen. Also man muss sich halt ein bisschen gedulden. Ihr könnt ja sagen, ob ihr den Trend von Cocktails an Bord geil findet, dass die auch eigene Signatures haben. Wann war ich? War ich bei Heinemann oder so? Wo war das? Oder war es in der Ringeltraube? Ich weiß es gar nicht mehr. Meist zum Workshop war es, genau. Da hatte ich das gesehen, als ich in Frankfurt war. Also da eine durchaus interessante Sache. Wer daran Interesse hat, kann ja da sagen, was er dazu denkt. Ihr könnt ja auf School das Ganze diskutieren. Aber hold your horses, dauert noch ein bisschen, bis er überall ausgerollt ist, also für den einen oder anderen. Wer bei Hilton übernachtet, ich bin ja hier anders in Wien, um ehrlich zu sein, da ist es so, dass man jetzt bei Hilton Customize Your Stay machen kann. Und da ist es so, dass man Punkte beim Buchen dazu kaufen kann. Und diese Honors-Punkte, die man dazu kaufen kann, sagt man, hey, das ist ja nicht neu, das kennen wir ja schon, ja, von IHG, habe ich schon lange und oft gemacht. Und das funktioniert natürlich
beim Buchungsvorgang, da kommt diese Box und da gibt es dann Stay Options und da steht beispielhaft 3.000 bis 5.000 Punkte pro Buchung zubuchbar, unabhängig von Aufenthaltslänge. Und der Preis ist identisch mit den Hilton Promos, also 0,5 Cent. Aktuell leider nur in den USA verfügbar, vermutlich aber nur bei Hotels, die halt dieses neue System haben. Das neue PEP-System, es ist das alte Q&Q-System gewesen, aber gut, das ist jetzt unabhängig, wie die Systeme sind, aber es erfordert halt das neue System. Und wer wird angesprochen? Natürlich Geschäftskunden. Und zwar Geschäftsreisende, die über Spesen abrechnen können. Punktepreis wird in den Hotelpreis integriert. Arbeitgeber zahlt also mit. Und ist sinnvoll für kleine Zusatzmengen, wenn man sein jährlich Punktekontingent schon ausgeschöpft hat. Keine generelle Empfehlung natürlich für große Käufe. Aber es gibt einen Unterschied zu IHG. Bei IHG ist es ja so, dass sie statusqualifizierend sind. Heißt also, man kriegt schneller seinen Elite-Status. Bei Hilton leider kein Vorteil. Es ist natürlich ein praktischer Vorteil für Kunden in den USA, die das haben. Aber natürlich ist es halt so, dass es weltweit leider nicht aktiv ist. Wenn wir es in Europa machen wollen, klappt nicht ganz. Und es ist halt wirklich nochmal so eine Zusatzbuchungsmöglichkeit für Geld, für Hilton. Und für uns weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob sich das durchsetzt, wenn da kein Zusatzbenefit ist. Bei IHG habe ich das damals gemacht, um meinen Status zu verlängern oder zu qualifizieren. Also da habe ich solche Dinge gemacht, aber ansonsten finde ich es immer schwierig, weil Miles and Points oder sondern das Cash and Miles oder wie man auch das machen sollte und machen will, dann ist das natürlich immer ein Thema, wo man mehr Geld zahlt. Also würde ich nicht machen. Dann das letzte Thema ist, Miles & More, die verkaufen jetzt die Meilen wieder mit 50% Bonus auf alle Bundle-Käufe. Genau, das ist nämlich diese Geschichte, die wir alle haben. Und zwar gibt es diese Bundle in XS, M und L. Die Preise sind in Euro 1.750, 1,17 Cent bei 150.000 inklusive Bonus. 50% mehr Bonusmeilen auf alle Bundlekäufe und die Dauer ist leider nicht angegeben, kann also auch jederzeit zu Ende sein. Bis zu 250.000 Meilen kann man halt pro Jahr kaufen und das ist immer der Betrag, der ohne Bonus ist. Ihr müsst euch einloggen, könnt dann auswählen, welches Bundle ihr nehmen wollt, also XSS oder M. Bezahlt, bestätigt per E-Mail. Die Gutschrift der Meilen ist innerhalb von 5 Werktagen, gilt nur für den ersten Bundlekauf, ist nicht rückerstattbar. Hotels und Cars, Bonus, Avias, Rabatt, Priority Pass, Discount nur einmal pro Bundle. Nutzbar bis zu 250.000 Meilen, ist halt erwerbbar bei Bundle & Go. Abwählung über points.com, das erinnern wir uns ja dran. Das sind die das machen. Und die Bundles bei Points, bei PTS, M&M erkennbar und ist natürlich nur für private Nutzung gedacht. Ob der Kauf sinnvoll ist, hängt wirklich davon ab von den Einlösewerten. Das ist ja leider bei diesen Werten, die wir jetzt haben, die halt hoch und runter gehen, ein Problem. Denn die Prämien, also das dynamische Prämienmodell ist halt sehr, sehr schwer vorhersehbar und Meilenpreise sind halt an Lufthansa-Abflugorten, an Drehkreuzen besonders teuer. Heißt also, wenn man First Business Class fliegen will, dann lohnt sich das. Wer flexibel bucht oder gut plant, kann natürlich 2 bis 3 Cent pro Meile an Value rausholen. Das sollte man immer wissen. Wer natürlich Economy bucht oder dynamisch teure Strecken buchen will, sollte das nicht machen. Aber ich wollte euch das nur noch mal sagen, dass ihr wisst, dass es diese Promotion gibt. Lufthansa ist ja da auch so ein bisschen anal über den Paketen. Heißt also nochmal, um euch zu sagen, das Paket XL hat 3.000, jetzt sind es 4.500 Meilen. Das Small hat 10.000, sind 15.000. Bei den 60.000 Paket gibt es 75.000. Beim 100.000er gibt es 150.000. Und da gibt es dann auch nochmal Bonus mit Priority Pass und so weiter. Nur damit ihr es mal gehört habt. Ja, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Ich danke euch. Ich werde heute hier in Wien weiter Schnitzelalarm machen. Und ich freue mich da auf euch und auf die kommen am Freitag und diskutiert viel aufs Gute. Also bis dann, ciao, ciao und ich gehe jetzt wieder raus, wieder lecker warm draußen.